Es ist ja so, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, sich in einer Fernsehsendung, auch in einer Radiosendung wäre es genauso schwierig oder in einem Zeitungsbericht, klar, aber überhaupt im 21. Jahrhundert mit dem Thema Gott auseinanderzusetzen. Ist ja doch eine sehr private Sache geworden, Gott. Früher traf man sich zum Gottesdienst wenigstens einmal die Woche. Das hatte vor allen Dingen auch den Charakter eines Marktes. Man sah andere Leute und konnte sich unterhalten und so weiter. Aber heutzutage ist ja zum Beispiel der Besuch einer Kirche eher so was Kunsthistorisches. Man besucht ja doch Gotteshäuser vor allen Dingen, weil es da schöne Malereien gibt, tolle Orgelmusik möglicherweise, weil es ein tolles Bauwerk ist. Aber was das mit Gott zu tun haben soll, das erschließt sich einem gar nicht. Unter uns gesagt, ich persönlich bin bei vielen Gotteshäusern ohnehin der Meinung, wenn es Gott gibt und er guckt sich an, wie die aussehen, er wäre erschüttert. Dunkel, kalt, kein Licht, kaum Farben. Also der wäre wahrscheinlich gar nicht so begeistert, wenn man sich vorstellt, dass es sich um eine Existenzform handelt, die für alles ist. Vor allen Dingen für Freude, für Lachen, ja doch auch, und für Witz. Und nicht nur für Trauer, Sünde und sowas. Aber ich will das mal ganz naturwissenschaftlich aufziehen. Gott. Vor 400 Jahren gab es ja einen Prozess. Da wurde jemand der Prozess gemacht, nämlich dem Galileo Galilei. Und der hatte ja herausgefunden, durch Blick ins Fernrohr, dass Dinge am Himmel sich nicht so verhalten, wie die religiösen Funktionsträger der damaligen Zeit es meinten. Und er wurde dann vor Gericht gestellt und er wurde gezwungen zu widersprechen, zu widerrufen sogar. Was er dann ja angeblich zähneknirschend getan haben soll, aber doch irgendwie gemurmelt haben soll und sie dreht sich doch. Aber gut. Das ist nicht der Beginn, aber es ist so ein symbolisches Etwas, wie die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaften und Religionen danach 400 Jahre abgelaufen sind. Ein völlig missverstandener Gottesbegriff wurde nun geschrumpft. Und zwar auf ein Maß, Sie machen sich keine Vorstellung. Denn das falsch verstandene oder die falsch verstandene Deutungshoheit der Kirche wurde nun im Gegensatz gesetzt zu dem, was in den Wissenschaften passierte. Also in den Wissenschaften machte man ständig weiter. Und zwar mit einer Methode, wie ich das in der Sendung auch anspreche, mit dem Zweifel. Das ist übrigens interessant. Der Zweifel, der ist ja ein Abgrund. Über den Zweifel, über diesen Abgrund müssen alle drüber. Und zwar sowohl die einen, die nicht glauben, weil es könnte ja sein, dass doch was dran ist an dem Glauben. Aber die anderen auch, die glauben. Denn es könnte ja sein, dass nichts dran ist an ihrem Glauben. Der Zweifel ist also eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die gar nicht nur den Wissenschaften gehört, sondern uns allen eigentlich gehört. Man kann immer schön zweifeln. Man sollte nicht nur zweifeln, dann verzweifelt man ja. Aber der Zweifel ist ein guter, das ist so ein bisschen was wie so eine Hämorrhoide am Hintern, so piekst so ein bisschen. Da ist man sich nie so sicher. Und dieser Zweifel, dieser gesunde Zweifel, der wird eben bei Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir mal, religiösen Hierarchien, Amtskirchen und den Wissenschaften über 400 Jahre irgendwie nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Wenn die nämlich clever gewesen wären auf der religiösen Seite, dann hätten die gesagt, jawohl, ihr Wissenschaftler, macht mal schön. Mal gucken, was ihr herausfindet. Denn offenbar hat uns der liebe Gott, würden die natürlich sagen, der liebe Gott ein Erkenntnisapparat gegeben, dass wir über die Welt viel mehr herausbringen können als nur ein bisschen Landwirtschaft. Wir können viel mehr herausfinden als nur Musik und Theater. Wir können vielleicht sogar herausfinden, wie die Welt funktioniert. All sowas. Aber stattdessen wurde natürlich so eine Mauer aufgezogen. Und zwar eine, die richtig hoch ist. Was passiert denn nun? Nun, es passierte eine Art von Bonsaisierung, sage ich gerne. Am Ende kommt ein Bonsai-Gott raus, kann ich Ihnen gleich noch erzählen, ein Bonsai-Gott raus, der so klein ist, dass er eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Denn die Vorstellungen auf der geistes- und religionswissenschaftlichen Seite waren, Gott sei da, wo die Naturwissenschaften noch nicht sind. Die hatten gar keine Ahnung, was für ein Potenzial in den Naturwissenschaften steckt. Dass nämlich praktisch jeden Tag irgendwas Neues herausgefunden wird. Wenn man damit einmal anfängt, dass man sich nämlich nicht, dass man nicht auf die Wahrheit geht, auf die positive Wahrheit, das sei so, sondern auf die negative Wahrheit. Man versucht einfach herauszufinden, was nicht falsch ist. Damit ist ja nichts gesagt. Verstehen Sie? Während hier ja alles wahr ist, was da gesagt wird, auf der Religionsseite, ist bei den Naturwissenschaften überhaupt nichts wahr. Nein. Es ist nur nicht falsch. Das, was da bleibt, ist nicht falsch.
Es gibt einen großen Unterschied, ob man behauptet, es sei etwas wahr oder etwas sei nicht falsch. Nicht falsch ist gewissermaßen so ein Ausschlusskriterium. Ich habe hier noch so ein Riesenfeld vor mir, aber hier auf diesem Teil ist schon mal nichts. Hey, das ist doch gut. Das bedeutet nämlich, ich kann hier einfach immer weitermachen. Während hier die Behauptung einer idealen Wahrheit steckt, habe ich hier einen Dauerprozess, der jeden Tag so ein bisschen mehr, so Quadratmeter für Quadratmeter einer unendlichen Erkenntnisfläche durchflügt. Dann findet man mal hier mal was, ne, so nach dem Motto, ein blinder Forscher findet auch mal eine Erkenntnis, man findet mal da was. Manche Dinge laufen aufeinander zu. Es gibt ein Netzwerk von Erkenntnissen und so wird dieses Netzwerk der Wissenschaften immer tiefer und stärker und stabiler. Und das musste natürlich dazu führen, dadurch, dass hier ständig ein Fortschritt ist und hier ein ziemlicher Stillstand war, dass die Öffentlichkeit den Eindruck bekam, ja, die Naturwissenschaften, die können die ganze Welt erklären. Die ganze. Und zwar zum Beispiel bis zum Anfang des Universums. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wir können ja also philosophisch, also mit unserer Logik, den Anfang des Universums festnageln. Die kleinste kausal sinnvolle Einheit im Universum ist das berühmte Ursache-Wirkungsprinzip. Also erst kommt die Ursache, dann kommt die Wirkung. Und diese kleinste kausal sinnvolle Struktur im Universum ist 10 hoch minus 35 Meter groß. Ja. Ja, das ist klein, ich weiß. Ist nicht groß, ist sehr klein. Also das sind so 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton, also es ist richtig klein gewesen. Aber immerhin, die Wissenschaften könnten also die Unwissenheit über das Universum auf 10 hoch minus 35 Meter zusammenbringen. Und das nenne ich eine Bonsai-Variante von Gott. Kleiner geht's nämlich nicht mehr. Und was noch dazu kommt, ist, die Gemeinde zu diesem Gott, die Glaubensgemeinde, die besteht aus rund 20.000 theoretischen Astrophysikern in der Welt. Eine ziemlich kleine, sehr überschaubare Menge von Leuten. Das kann doch nicht der Gottesbegriff sein, von dem da die Rede ist. Das heißt mit anderen Worten, die Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaften und religiösen Vorstellungen, die ist völlig falsch gelaufen. Die ist über viele Jahrhunderte in die völlig falsche Richtung gelaufen, weil die einen geglaubt haben, die anderen wollten ihnen irgendwie was wegnehmen. Dabei hatten sie es gar nicht, verstehen Sie? Die Deutungshoheit über die Welt, die hat niemand, überhaupt niemand. Denn die Welt ist als Selbstorganisationsprozess derartig kompliziert, es gibt überhaupt niemanden, der erklären könnte, was ist die Welt. Wir auf der also ich kann jetzt mal so sagen, wir auf der naturwissenschaftlichen Seite, wir machen eine Inventur. Wir gucken einfach, was da ist. Da gibt es die Atome, gibt es die Moleküle, es gibt die Elementarteilchen, es gibt die Sterne, die Galaxien und. Ratsch, wunderbar. Wir können sogar sagen, wie sich das alles so entwickelt hat. Prima. Aber dem steht nun gegenüber eine merkwürdige Form von Materie, die wir in diesem Teil der Welt Mensch nennen. Im Allgemeinen wird sie mit Homo sapiens sapiens bezeichnet, die über eine merkwürdige Eigenschaft verfügt. Sie weiß oder sie kann mehr wissen, als sie eigentlich müsste. Was muss man? Essen, trinken, sich fortpflanzen etc. Aber sie kann viel mehr. Sie kann sich nämlich ausgerechnet mit einem Zeug auseinandersetzen, von dem eigentlich niemand was wissen muss, weil es für so unmittelbare Überleben gar nicht nötig ist. Es scheint hier so zu sein, also entweder die Evolution hat hier einen Fehler gemacht, also sie hat ein Modell entwickelt, das gar nicht vorgesehen war, obwohl sie ja keine Vorsehung hat, die Evolution, aber es ist eben so passiert. Oder aber, und man könnte den Eindruck gewinnen, dass da was dran sein könnte, auf Planeten entwickeln sich über kurz oder lang tatsächlich Lebewesen, die mehr können als das, was sie müssen. Und dann entwickeln sie auch Kulturen. Also sie machen etwas mehr als das, was sie müssen. Sie entwickeln Musik, sie entwickeln Malerei, sie entwickeln etwas, was ihre Deutung dieser Welt ausmacht. Sie entwickeln ein Weltbild. Und zu ihrem Weltbild gehören Religionen. Der Glaube, dass hinter dieser Welt, in der wir stecken, in der wir leben, mehr ist als das, was wir sehen. Das kann dazu führen, dass es riesige Auseinandersetzungen gibt mit anderen Religionen. Das muss es aber nicht. Religio heißt Rückbindung. Es gibt eine wunderbare Definition von Religion, das heißt Unterbrechung. Vielleicht ist das eine der besten Definitionen von Religion überhaupt. Gerade in diesem Zeitalter, in der Technologie und Naturwissenschaft unser Dasein so dominieren, könnte uns ein moderner Religionsbegriff endlich wieder auf den Punkt bringen, um den es wirklich geht. Nämlich Mensch bleiben. Und zwar unter allen Umständen. Vielleicht brauchen wir genau dafür Religion.